Herzlich willkommen zu unserem Beitrag Innovationsträger Produkt-Highlights auf der Light in Building 2022. Und ich habe mir dafür einen Experten eingeladen, Carsten, unseren Leiter Academy. Carsten, ich glaube, die meistgestellteste Frage auf Messen ist, was gibt es denn Neues? Und ich glaube, Neues haben wir einiges zu bieten. Wir konzentrieren uns auf ein paar Produkt-Highlights. Und die würdest du uns dann im Detail vorstellen. Richtig. Also wenn wir unser alles Portfolio auf den Tisch legen würden, was wir alles an Neues haben, dann müssten wir Bademäntel holen, dann würden wir länger hier sitzen. Wir haben uns mal ein paar rausgepickt, wo wir was zu erzählen können. Ich glaube, wir machen mal einen Anfang mit dem Unterflurbereich. Das ist nämlich die UD Home One. Die haben wir auch mitgebracht. Genau, die habe ich hier überraschenderweise auf dem Tisch liegen. Wunderbar. Ja, also einmal die UD Home One. Also die UD Home One, wenn man die sieht, denkt man sich, ja, die kennen wir doch. Das ist die gleiche Dimension wie die UD Home 2, die wir haben. Ja, stimmt auch von den Außenausmaßen. Aber hier haben wir nur noch 75 mm Aufbau und nicht mehr 95. Das heißt, wir können für geringere Estrichhöhen diese wunderbar einsetzen. Und One, natürlich der Name One ist Programm. Wir haben hier einmal Modul 45 und einmal für den Datenbereich. Man kann aber auch beides tauschen und sagen, gut, ich benutze das für zweimal Modul 45. Aber damit nicht genug. Die ist zwar schon schick, mit so einem Deckel aus Edelstahl, gebürstet, sieht toll aus. Aber wir haben uns überlegt, die kann man noch schicker machen. Genau, die kann man noch schicker machen. Also nicht nur funktional, sondern auch schick. Und jetzt wird es einfach noch schicker, ja. Denn wir haben ein paar Oberflächen. Hier genau. Mal exemplarisch 2. Also wir können jede UD Home mit einem Deckel, einer passenden Deckel nehmen. Das ist Messing, der ist ein bisschen geriffelt, der wurde bearbeitet. Wir können aber auch sagen, hey, wir haben unseren Bodenbelag, den wir sowieso schon haben, der wahrscheinlich auch sehr kostspielig ist. Den bringen wir mit da rein und machen so eine Unterflurdose oder eine UD Home, kann Akzente setzen. Wir haben einen Edelstahlrahmen, bringen das Material, was wir eben im Fußbodenbereich haben, auch noch mit hinein. Das heißt, man legt bewusst Wert darauf, diese Unterflurdose auch zu platzieren als Eyecatcher, so schön sagen. Und wir haben sehr, sehr viele Dekorplatten. Es muss jetzt nicht unbedingt Messing sein. Wir haben auch Edelstahl geätzt. Es wäre sogar möglich zu sagen für eine Firma, hey, ich hätte gerne mein Firmenlogo hier drin, gerade im Empfangsbereich. Dann kann man sofort sehen, aha, ich bin in der richtigen Firma. Wir lehnen das sogar aus, bis auf die Unterflurdose. Super, dann erstmal danke für das Produkt, für das Zeigen der Produkte, für die Vorstellung. Wir verlassen einmal den Bereich der Gebäudeinstallation, gehen mal in den Bereich der Schutzinstallation. Sprich, aus dem Brandschutzbereich haben wir auch 2 ganz neue, interessante Produkte. Und zwar würde ich da einmal von meinem Gabentisch hier den sogenannten PLM-Kanal hervorholen. Was hat es damit auf sich? Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Installationskanal, den wir kennen aus der normalen Elektroinstallation. Aber dieses Produkt ist ein absolutes Highlight. Es ist ein Installationskanal, Brandschutzkanal. Das heißt, wir haben uns da Unauffälligkeit bewusst ausgewählt, zu sagen, hey, gerade in Flucht- und Rettungswegen kannst du ihn einsetzen. Flucht- und Rettungsweg wissen wir sollten rauchfrei und brandfrei bleiben. Und in dem Fall bringen wir die ganze Installation in diesen Kanal. Und wir sehen hier, der ist beschichtet von innen. Und dieses Material würde im Brandfall aufschäumen und den ganzen Kanal füllen. Das heißt, eine Brandweiterleitung ist verhindert und auch eine Rauchgasweiterleitung. Du befestigst den Kanal ganz normal, wie du es kennst, an die Wand, an die Decke, abgehängt mit Gewindestange, an einen Stiel, Auslegerkombination. Der Deckel wird ganz einfach durch diese Rastnasen eingerastet und somit können wir auch gewährleisten, dass dieser Kanal, selbst wenn er zu ist, der Deckel nicht abfällt. Und das über eine Länge von 2 Meter. Also ein perfektes Produkt für den Flucht- und Rettungswegbereich, europäisch zugelassen. Das heißt, in ganz Europa können wir dieses Produkt so anwenden oder der Kunde kann ihn anwenden in Europa, wie man es vorstellt. Das gibt einem schon mal ein gutes und sicheres Gefühl. Ja. Das nächste Produkt nennen wir Magic Box. Ist das jetzt was für Zauberer wegen Magic oder hat das was anderes noch auf sich? Wer unsere Produktwelt kennt, weiß, dass wir Kabelrinnsysteme haben mit dem Magic-Verbinder, also schraubenloses Verbinden von 2 Griddensystem. Und wir haben uns dieses Magic-Konzept einfach konsequent weitergeleitet. Und jetzt haben wir 2 Teile. Es gibt ja auch Installationen, die bereits existieren. Das heißt, du kommst an eine Baustelle, du hast eine Öffnung in der Wand, da geht eine Kabeltrasse durch oder schon Leitungen, die kannst du nicht
einfach durchtrennen. Das heißt, du musst etwas haben, was du trennen kannst. Und mit dieser Klicksystem kannst du die quasi umbauen. Und dann schiebst du diese Box in die Wand hinein oder in die Decke, dann wird die eingegipst, einbetoniert, eingemöttelt, wie immer du das möchtest und kannst die komplett belegen. Der ganze Innenraum ist frei verfügbar und das für Elektroinstallation. Und wir haben uns da orientiert natürlich an unsere Kabeltragsysteme, das heißt, wir haben eine Höhe von 60 mm oder 110 mm und die Breite von 100 mm bis 600 mm. Das ist die vierseitige Box, wir haben die aber auch als dreiseitige für Unterflursysteme oder wenn du mal einen Deckendurchbruch hast, kannst du die Decke reinsetzen. Das sind Graphitstreifen, die gehören da mit zu, die werden dort platziert, wo quasi die Wand, das Bauteil genau endet. Im Brandfalle bei größeren Boxen werden die benötigt. Aber wie gesagt, ein wunderbares und für den Installateur einfaches Produkt, weil der Wunsch ist da zu sagen, wir möchten was installieren, was relativ simpel ist. Wir haben nur eine reine Elektroinstallation und nicht noch ein Gewerk von Heizungsrohrsystemen und. Und dafür ist es perfekt gedacht. Super, das hört sich auch sehr sicher an. Dann hätte ich hier noch auf meinem Tisch ein Produkt mal aus einem ganz anderen Bereich. Ja. Dieser Stecker lässt vermuten, dass es sich hierbei irgendwo um Ladeinfrastruktur handelt. Das hat was mit E-Autos zu tun. Richtig, wir alle wissen das. Es nimmt momentan Fahrt auf oder nahm schon längere Zeit Fahrt auf. Wir haben jetzt auch eine passende Wallbox im Portfolio. Wir haben 4 Wallbox-Typen generell. Wir haben eine Basic-Variante, Ein-Ausschalten. Dann haben wir die Variante Ein-Ausschalten mit Schlüsselschalter. Dann Ein-Aus Schlüsselschalter und Überspannungsschutz. Und ein Ausschalter, Überspannungsschutz. Das sind also 4 Produktserien, die wir benutzen. So, die Box kann alles von 11 kW bis 22 kW. Was kann das einstellen? Immer in 1 Ampere-Schritt mit so Dip-Schaltern kannst du das genau auswählen, welchen Ladestrom möchte ich jetzt momentan haben. Es sind immer 5 Meter Leitung mit dabei, ein Typ-2-Stecker generell. Und ich meine, das Finish ist wunderbar geeignet. Es ist schwarz, es ist matt. Außenbereich einsetzbar, im geschützten Außenbereich zugelassen. Alles ist mit inklusive die Verschraubung, die Kabelverschraubung, Montagezubehör und. Modular aufgebaut. Ich finde ein sehr gutes Produkt zum Laden von Fahrzeugen. Super, finde ich auch klasse, dass Obo Wettermann mittlerweile in dem Bereich E-Mobility mitspielt. Ja. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Dann kommen wir zu etwas kleineren, auch leichteren Produkten. Ich nehme mal eben die Box wieder weg. Hierbei handelt es sich, ja, man sieht es ja, jeder kennt sie wahrscheinlich, Unterputzdosen, Hohlwanddosen, ja, um unsere neue Win-Series. Und vielleicht kannst du uns mal nur 2, 3 Features rüberbringen. Und ich glaube, wir haben da auch noch eine nette Kampagne am Laufen, eine Aktion, die dann demnächst startet und ja, vielleicht kannst du mir was dazu erzählen. Also, Unterflur-Hohlwand, natürlich war immer, ja, was will man da noch verbessern? Aber war noch genug Potenzial da. Einmal haben wir hier dieses wunderbare System uns entwickelt, Bajonettverschluss, also nicht mehr das Hantieren, wo ist jetzt Mutter, Vater. Du kannst einfach in den Beutel reingreifen, die 2 Dosen nehmen, die verbindest du immer. Der Normabstand stimmt alles. Wir haben hier eine für normale Installation und wir haben hier die Installation mit Luftdichtigkeit, das heißt für Außenwände. Das wird geregelt, das ist verpflichtend teilweise. Ja, was wurde vermisst immer beim Installateur? Er sagte immer, ja, wenn ich so eine Dose einsetze und die ist nicht genau eingesetzt, ein bisschen verdreht, steht nicht lotrecht, habe ich immer Probleme, meine Geräteeinsätze da reinzusetzen. Die müssen ja auch dann gerade sein. Und jetzt können wir das hier wunderbar mit den 3 Schrauben kompensieren. Das heißt, der Geräteeinsatz, der ist immer senkrecht zu sehen. Und diese Hohlwanddosen, das Konzept wird ja kontinuierlich durchgeführt, auch hier 3 Schrauben, wie es ist. Und wir haben noch eine Besonderheit, wir können mit diesem Artikel können wir auch dünne Beplankungen. Und dünn ist relativ, aber ich sage mal 0,2 mm wären theoretisch möglich mit einem Zusatzbauteil. Das heißt, dem Kunden ist letztendlich egal. Er nimmt sich einfach unsere Unterputzdose, unsere Hohlwanddose und sagt sich, mir ist das völlig egal, ob ich jetzt auf eine dünne Wand treffe, auf eine reguläre Rigipswand treffe. Ich kann immer mit diesem kleinen Bauteil alles bewerkstelligen. Ja, und gewohnte gute Qualität, auch von der Haptik her gesehen. Dieses Material, dieses thermoplastische Elastomer, lässt sich sehr leicht durchstoßen, hat aber trotzdem die Festigkeit, dass es nicht einreißt.
Ja, man denkt ja mal, bei solchen Produkten gibt es nichts mehr zu verbessern. Obo beweist das Gegenteil. Es sind schon einige wesentliche Vorteile, die die Installation beschleunigen würden und auch werden. Vielleicht ein paar Worte zu dem Aktionspaket, was wir da planen, zu den Dosen? Ja, jetzt zum Messen Aktionspaket. Das heißt, wir haben Flyer ausliegen, dann trägt man sich ein. Günstige Konditionen zum Aktionspaket da. Wir haben da jeweils das für Unterputzen, auch für Hohlwand. Einfach eintragen vorne, an den Infotheken liegen die aus oder unsere Außendienstmitarbeiter ansprechen, die ja auch vertreten sind. Dann hat man da die neuesten Informationen dazu. Gut, das war mal ein kurzer Überblick über einige Neuheiten, die wir hier bieten. Du hast die Frage, was gibt es denn Neues? Wunderbar beantwortet. Vielen Dank erstmal und wenn Sie weitere Informationen möchten, schauen Sie einfach mal vorbei auf unserer digitalen Plattform. Da haben wir noch jede Menge andere Neuheiten mit Detailinformationen. Vielen Dank an der Stelle. Dankeschön.